Was genau ist eigentlich eine GPX-Datei? Diese oft gestellte Frage beantworten wir in diesem Video. Viel Spaß! Expert GPS ist eine bereits im Jahr 2004 vorgestellte Software der US-amerikanischen Firma Topographics. Mit Expert GPS kann man Daten von GPS-Geräten unterschiedlicher Hersteller importieren, bearbeiten und in unterschiedlichen Formaten wieder exportieren. Diese Software ist bis heute eine Art Referenzimplementierung für den Austausch von Daten zwischen Navigationsgeräten. Bereits im Jahr 2002 hat man sich bei Topographics überlegt, wie Positionsdaten zwischen GPS-fähigen Geräten ausgetauscht werden können. Das Ergebnis war die erste Spezifikation des GPX-Dateiformates. GPX ist eine Abkürzung, die für GPS Exchange Format steht. Die GPX-Spezifikation basiert auf der etwas älteren XML-Spezifikation. XML-Dateien sind Textdateien, die man mit jedem Texteditor öffnen und anschauen kann. Die Inhalte von GPX-Dateien sind also nicht binär verschlüsselt, sondern für jedermann lesbar. Die XML-Spezifikation definiert auch das sogenannte XML-Schema, das in Dateien mit der Endung XSD gespeichert wird. In einem XML-Schema kann man beschreiben, welche Inhalte in einer XML-Datei erlaubt sind, wie sie formatiert sein müssen, welche Wertebereiche zulässig sind und vieles mehr. Gibt es zu einer XML-Datei ein passendes Schema, kann mit einem XML-Parser geprüft werden, ob der Inhalt der XML-Datei dem XML-Schema entspricht und somit gültig ist. Im Vergleich zu älteren Dateiformaten sind XML und XSD einfache Technologien, die aber einen gewaltigen Sprung für die Datenqualität moderner IT-Systeme bedeutet haben. Weil GPX-Dateien auf XML basieren, kann man sie validieren. Alle erforderlichen Schemadateien wurden bei Topographics ebenfalls definiert. So kann man letztlich sicherstellen, dass sich Positionsdaten zwischen den Geräten unterschiedlicher Hersteller ohne größere Probleme austauschen lassen. GPS-Geräte können auf Basis der Signale von GPS-Satelliten jeweils genau eine Position auf der Erdoberfläche bestimmen, mehr nicht. Daten wie die Höhe über dem Meeresspiegel, eine Geschwindigkeit oder vielleicht sogar die Schräglage eines Motorrades gibt selbst das beste Satellitensignal nicht her. Um diese Daten zu ermitteln und gemeinsam mit einer Position in einer GPX-Datei speichern zu können, braucht man zusätzliche Sensoren. Die Höhe über dem Meer kann über ein Barometer ermittelt werden. Die Schräglage kann man mit einem Neigungssensor ermitteln. Es gibt Sensoren, die auch Beschleunigung, Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur, Blutsauerstoff und vieles mehr ermitteln können. Als man vor 20 Jahren bei Topographics das GPX-Dateiformat spezifiziert hat, konnte man nur ahnen, wie sich die Welt weiterentwickeln würde. Um einen Weg für die Zukunft offen zu halten, hat man daher festgelegt, dass nur Längen- und Breitengrad Pflichtfelder eines Punktes innerhalb einer GPX-Datei sind. Name, Adresse, Höhe, Himmelsrichtung, Geschwindigkeit, Uhrzeit und vieles mehr wurde zwar spezifiziert, aber in den zugehörigen XML-Schemadateien als optional gekennzeichnet. Um eine Tür für künftige Entwicklungen offen zu halten, definierte man kurzerhand eine GPX-Erweiterung, die sogenannte Extension. Mit GPX-Extensions kann man zusätzliche Daten wie die Schräglage eines Motorrades zusammen mit einem Punkt, der über Longitude und Latitude definiert wird, speichern. Alles, was man in GPX-Dateien speichern kann, sind also Punkte auf der Erdoberfläche und jeweils eine Reihe ergänzender Informationen. Ein einzelner Punkt wurde von Topographics Waypoint oder kurz WPT genannt. Eine GPX-Datei kann beliebig viele Waypoints enthalten. Damit viele Waypoints einer Wanderung, einer Fahrt oder einem Flug zugeordnet werden können, hat man sich den Track überlegt und ihm den Namen TRK gegeben. Ein Track kann viele Punkte enthalten. Damit man die Punkte eines Tracks von den Waypoints unterscheiden kann, hat man sie kurzerhand TRKPT genannt.
Legt man bei Wanderungen zwischendurch eine Pause ein, um etwas zu essen und zu trinken, kann man sein GPS-Gerät abschalten, um Strom zu sparen. Damit man solche Abschnitte einer Wanderung separat in einen Track speichern kann, gibt es die Track-Segmente, die man TRK-SEG genannt hat. Auch wurde festgelegt, dass ein Track viele Segmente enthalten kann und dass alle Trackpoints zu einem Segment gehören müssen. Obwohl es vor 20 Jahren noch keine sinnvollen Navigationsgeräte gab, war man bei Topic Graphics so klug, sich vorzustellen, dass es irgendwann Routen geben könnte und hat ein Element mit dem Namen RTE erfunden. Eine Route kann eine Reihe von Routenpunkten enthalten, die man RTE-PT getauft hat. Irgendein kluger Kopf hat sich auch überlegt, dass Routenpunkte vielleicht weitere Routenpunkte enthalten könnten. Mit diesen Subpoints kann man einen Weg zwischen zwei Routenpunkten beschreiben. Um letztlich alles rund zu machen, hat man bei Topographics auch noch festgelegt, dass all diese Elemente in beliebigen Kombinationen in einer GPX-Datei gespeichert werden dürfen. Eine GPX-Datei kann also allerlei Wegpunkte, Tracks und noch ein paar Routen enthalten, was sehr verwirrend sein kann und immer wieder für ein Stirnrunzeln gut ist. Schaut man sich die Ordnerstrukturen von Garmin Basecamp an, findet man exakt diese Spezifikation wieder. In Garmin's Basecamp gibt es die Liste, in der beliebige Waypoints, Tracks und Routen abgelegt werden können. Exportiert man eine solche Liste, entsteht eine GPX-Datei, die das Ganze durcheinander enthält. Wird eine solche GPX-Datei in Track of the Day geöffnet, werden alle Tracks, Routen und Waypoints extrahiert. Tracks und Routen werden jeweils in den zugehörigen Listen angezeigt. Die Waypoints werden direkt als POI in die Datenbank importiert. Später kann man diese GPX-Elemente in unterschiedlichsten Kombinationen auf der Hauptkarte von Track of the Day anzeigen. Beim Export speichert Track of the Day Tracks und Routen nach Möglichkeit separat, was die Handhabung dieser GPX-Dateien erleichtert. Exportiert man eine Route in eine GPX-Datei, kann diese alle auf der Karte angezeigten POIs als zusätzliche Waypoints enthalten. Wenn ihr noch Fragen zum GPX-Dateiformat habt, könnt ihr diese jederzeit sehr gern über das Kontaktformular auf der Webseite von Track of the Day stellen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss!